Niedrigsteuerland ist nicht gleich Niedrigsteuerland und die besten Niedrigsteuerländer sind die, wo du dem dortigen Finanzamt so wenig wie möglich oder eigentlich gar nichts über deine Einkünfte mitteilen musst. Wie das genau funktioniert und welche Länder besonders zu empfehlen sind, damit wollen wir uns in diesem Video beschäftigen. Es gibt auf der Welt jede Menge attraktiver Länder, wo die Steuern eigentlich sehr tief sind oder manche Einkünfte auch gar nicht besteuert werden. Dennoch muss man sich natürlich vor Augen halten, dass auch in diesen Ländern Finanzbehörden, Finanzämter existieren, man vielfach eine Steuererklärung einreichen muss und natürlich jede Steuererklärung dazu führen kann, dass man Diskussionen, Reibereien und Debatten mit den Finanzämtern hat. Daher ist es natürlich ganz klar, die Niedrigsteuerländer, wo man so wenig wie möglich über seine Finanzen dem Finanzamt mitteilen muss, sind die besten. Ideal natürlich jene, wo man bestimmte Einkommensarten überhaupt nicht auf der Steuererklärung melden muss. Was meine ich damit ganz konkret? Nehmen wir zum Beispiel mal Zypern. In Zypern gibt es ja den Non-Dom-Status und der Non-Dom-Status hat einige interessante Vorteile hier für seine Nutzer. Zum Beispiel sind Dividenden, die man erhält, sowohl von zypriotischen Gesellschaften als auch von ausländischen Gesellschaften, so gut wie steuerfrei. Mit so gut wie steuerfrei meine ich, dass du auf empfangene Dividenden immer noch eine Gesundheitsabgabe von ein paar Prozent bezahlen musst für das zypriotische Gesundheitssystem, aber ansonsten eigentlich keine Steuern fällig werden. Die sonst anfallende Kapitalertragssteuer, sogenannte Special Defense Tax, wird für Non-Dom-Steuerzahler nicht fällig. Außerdem ist es so in Zypern, dass Veräußerungserlöse, sei es zum Beispiel bei Aktien oder auch bei Krypto, komplett steuerfrei sind, wenn es sich um gelegentliche Privatverkäufe handelt. Dennoch musst du aber natürlich all diese Einnahmen auf der Steuererklärung angeben. Das heißt, du musst deine Kryptoerlöse, du musst deine Veräußerungserlöse zum Beispiel bei Gold oder anderem Vermögen und natürlich deine sämtlichen Dividenden auf der Steuererklärung angeben. Nun haben wir schon mehrfach bei Mandanten erlebt, dass es dann hier zu Diskussionen mit den zypriotischen Steuerbehörden kam, insbesondere beim Thema Kryptowährungen. Ja, hier wurde dann argumentiert, handelt es sich tatsächlich um gelegentliche Verkäufe oder ist also tatsächlich hier der Non-Dom-Steuerzahler im Kryptohandel tätig und muss hier möglicherweise Einkommensteuer auf diese Erträge zahlen? Außerdem haben wir natürlich sofort hier dann auch den automatischen Informationsaustausch CRS, der mittlerweile hier ja relativ unangenehm werden kann. Also mal angenommen, du wohnst in Zypern und du hast jetzt ausländische Dividenden, die du ja, wie gesagt, dann in Zypern in der Steuererklärung angeben musst, damit diese Gesundheitssteuer dann erhoben werden kann. Und mal angenommen, du würdest die jetzt nicht erwähnen, dann ist natürlich der automatische Informationsaustausch, an dem auch Zypern teilnimmt, dann in gewisser Weise fatal, denn deine Bank im Ausland, wo du zum Beispiel diese Dividenden dann ausbezahlt erhältst, wird das Ganze natürlich dann melden an die zypriotische Steuer und du musst dich dann erklären. Ganz ähnlich ist es zum Beispiel auch in Portugal, wer dort den NHR-Status verwendet. Auch dort musst du deine gesamten Einnahmen auf der Steuererklärung angeben, im Detail, an welchen Gesellschaften bist du beteiligt, wo hast du Dividenden bekommen und dann kriegst du eben einen Steuerbescheid durch die portugiesischen Steuerbehörden und hier wird dann gesagt, okay, du musst keine Steuern bezahlen, du nutzt den NHR-Status. In Portugal ist es aber zum Beispiel ja so, dass Veräußerungserlöse tatsächlich besteuert werden. Das heißt, wenn du Aktien verkaufst und dort dann einen Veräußerungserlös erzielst, weil die Aktie mehr wert ist als zu dem Zeitpunkt, wo du sie gekauft hast, dann ist dies in Portugal zu versteuern mit 28%. Es sind also nicht alle Auslandserlöse steuerfrei, sondern spezifisch nur Dividenden, Zinsen und noch ein paar andere Dinge. Auch hier der automatische Informationsaustausch relativ unangenehm. Wir hatten schon Mandanten, die haben dann, sage ich mal, vergessen, ihre Veräußerungserlöse auf der Steuererklärung in Portugal anzugeben. Sie haben es vergessen oder Sie wurden falsch beraten. Sie haben das nicht realisiert, dass hier Veräußerungserlöse tatsächlich auch versteuert werden würden. Ein paar Jahre später kam dann hier Post von der portugiesischen Steuer und es wurde mitgeteilt, dass durch den automatischen Informationsaustausch letztlich die Schweizer Bank des Kunden den Steuerbehörden mitgeteilt hat, dass hier Veräußerungserlöse vorliegen würden. Diese seien aber wohl nicht in der Steuererklärung angegeben gewesen. Und schon sitzt du dann da und musst zahlen und musst nachzahlen und es wird dann relativ unangenehm.
Daher kann man also nicht natürlich erwarten, dass in steuergünstigen Ländern per se man hier komplett vogelfrei ist und machen kann, was man will. Man muss sehr genau die Regeln kennen, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss gute Steuerberater haben, die das Ganze aufbereiten können, die dann auch mit den Behörden diskutieren können, denn vielfach spricht man ja die Sprache nicht. Persönlich bevorzuge ich natürlich Länder, wo diese Dinge gar nicht unbedingt in der Steuererklärung genannt werden müssen. Also nehmen wir zum Beispiel mal Spanien. Wenn du dort das Beckham Law verwendest, dann musst du in der Steuererklärung in Spanien nur deine spanischen Einkünfte nennen. Also zum Beispiel das Gehalt, das du ja in Spanien beziehst, denn wie du weißt, bei Beckham Law musst du eine Festanstellung in Spanien haben. Deine gesamten ausländischen Einkünfte, Beteiligungen, Kapitalerträge, Dividenden, Kryptoeinkünfte, was auch immer, musst du überhaupt nicht in der Steuererklärung angeben. Ja? Das heißt, die spanische Steuererklärung, wenn du Beckham Law-Nutzer bist, ist extrem dünn. Da gibst du nicht viel Informationen an die Steuerbehörden ab und insofern bietet sich da auch gar keine so große Angriffsfläche. Wie gesagt, ich muss hier nochmal unterstreichen, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, denn selbst wenn du glaubst, dass du alles richtig machst und vielleicht auch tatsächlich alles richtig gemacht wird, auch durch deine Steuerberater, heißt das noch lange nicht, dass ja nicht die Steuerbehörden dennoch irgendwo hier den Hebel ansetzen und dir irgendwas hier andrehen wollen. Wir kennen das ja. Nur weil das ein steuergünstiges Land ist, heißt es ja nicht, dass die hier dich dann komplett in Ruhe lassen. Vor allen Dingen heißt das nicht, dass sie die Informationen, die du ihnen gibst, nicht zu deinem Nachteil verwenden werden. Im Übrigen ist dieser Punkt auch aus der Schweiz relativ bekannt. Das heißt, in der Schweiz, auch ein Land, wo es ja relativ günstige Steuern gibt, musst du ja auch alles in der Steuererklärung tatsächlich anmelden, alle Erlöse, alle Verkäufe, auch zum Beispiel Veräußerungserlöse von Aktien oder Krypto, die ja dann möglicherweise steuerfrei sind, wenn sich um private Verkäufe handelt. Aber auch hier natürlich, die Schweizer Steuerbehörden können ganz schön kleinlich sein. Deutsche, die in der Schweiz gelebt haben oder dort leben, wissen das. Ja. Zum Teil würde man sagen, die Schweizer Steuerbehörden hängt von Kanton zu Kanton natürlich ab, sind fast schon genauso schlimm wie die Deutschen oder sogar noch schlimmer. Ja. Also auch hier muss man natürlich sehr sorgsam sein, sich sehr gut vorbereiten und muss die ganzen Anforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen sehr ernst nehmen. Neben Spanien gibt es natürlich auch noch andere Länder, die hier sehr attraktive Modelle und Herangehensweisen anbieten. Dazu zählt zum Beispiel Malta oder auch Irland oder auch bisher der United Kingdom, wo es den Non-Dom-Status gibt. Zum Beispiel in Malta, wo du ja dann 5.000 Euro Pauschalsteuer zahlen musst, um den Non-Dom-Status dort zu nutzen, gibst du tatsächlich nur diese 5.000 Euro in der Steuererklärung an. Das heißt, du sagst ein Kreuz, ich nutze die 5.000 Euro Pauschalbesteuerung. Dafür darf ich dann natürlich auch nach Malta nicht mehr als 35.000 Euro überweisen, zum Beispiel für Miete und sowas. Und damit hat sich das Ganze dann getan. Du brauchst überhaupt keine Details deiner ausländischen Beteiligungen, deiner ausländischen Einkünfte oder sowas dort anzugeben. Du bietest extrem wenig Angriffsfläche. In Irland genau das Gleiche, da gibt es ja nicht mal diese Pauschalsteuer, da machst du einfach ein Kreuz und sagst, ich bin Non-Dom-Steuerzahler, Punkt. Okay, ich meine, natürlich kann jetzt die Steuerbehörde hier bei dir nachfragen, ja, aber es ist relativ selten. Und im UK war es das Gleiche. Dort wurde jetzt der Non-Dom-Status abgeschafft. Muss man sehen, wie sich das Ganze dort jetzt entwickelt. Die haben ein Ersatzmodell vorgeschlagen. Muss man sehen, wie es dann in Zukunft so weitergeht. Das sind mal so eigentlich ein paar bekannte Länder jetzt in Europa, wo dann entsprechende Regelungen gelten und ähnliche Länder gibt es dann auch in Übersee. Die bekannten Länder in Lateinamerika, also sagen wir mal Panama oder Costa Rica, sind natürlich auch Länder, wo du im Grunde dann gar nichts in der Steuererklärung angeben musst, was im Ausland wirklich passiert. Ja, es ist also nicht so, dass du hier eine Steuererklärung einreichst, sämtliche Einkünfte dort aufführst und dann sagen die, nein, das ist steuerfrei. Du musst dort überhaupt nichts angeben. Ja, ähnlich zum Beispiel auch in Thailand oder in den Philippinen. Auch hier musst du letztlich nur dann die Einkünfte angeben, die auch lokal besteuert werden. In Thailand sind es die Einkünfte, die du nach Thailand einführst, die du auf ein thailändisches Konto überweist oder in Thailand ausgibst. In den Philippinen sind es jene, die du lokal verdienst. Ansonsten musst du dort auch nichts auf der Steuererklärung angeben. Deine gesamten Auslandseinkünfte bleiben im Verborgenen.
Wenn du also auswandern möchtest, dann würde ich mir sehr genau überlegen, in welches Land du umziehst. Es hat sehr viele Vorteile, in ein Land umzuziehen, wo du den Steuerbehörden im Grunde ganz wenig Informationen nur in deiner jährlichen Steuererklärung melden musst, denn es spart dir enorm Aufwand. Ja. Wie ich dir vorhin erzählt habe, anhand der Beispiele in Portugal und Zypern, führt es in Ländern, wo du jetzt relativ viel den Steuerbehörden mitteilen musst, selbst wenn die Steuer dann gering ausfällt, immer wieder zu Diskussionen. Diskussion bedeutet, es ist Stress, es kostet Geld. Du musst Steuerberater involvieren, du musst Anwälte involvieren und so weiter und so fort. Ja, das sind alles Dinge, die kannst du dir sparen. Also ich würde das alles berücksichtigen bei deiner Planung, in welches Land du umziehst. Das Ganze muss man im Übrigen auch bei Gesellschaften natürlich berücksichtigen. Ja, also ich kann dir zum Beispiel sagen, Hongkong ist ja eine klassische Offshore-Destination. Dort kann man Offshore-Gesellschaften gründen. Und wenn eine Firma in Hongkong die Einkünfte nicht in Hongkong erwirtschaftet, beziehungsweise es keinen Bezug zu Hongkong gibt, dann sind diese nicht zu versteuern in Hongkong. Aber mittlerweile ist die Steuerbehörde in Hongkong sehr aggressiv geworden. Die prüfen genau alles nach. Die lassen dich nicht in Ruhe. Beim Jahresabschluss wird jeder Beleg umgedreht, ist also sehr unangenehm. Das heißt, theoretisch steuerfrei, ja, aber außer du willst dich jetzt hier auf eine lange Auseinandersetzung mit der Steuerbehörde einlassen, kannst du vielfach gar nicht hier die Steuervorteile nutzen, denn dann wird dir irgendeine Steuer hier fingiert. Ja? Und du musst dann nachweisen, dass es eben nicht so ist. Und wie gesagt, also das ist tatsächlich natürlich relativ unangenehm. Ein anderes Beispiel sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Du weißt ja, die haben vor kurzem ja eine Körperschaftssteuer eingeführt von 9%. Auch hier ist es so, dass es relativ großzügige Freibeträge gibt. So ist es zum Beispiel so, dass Unternehmen, die zum Beispiel nicht mehr als 750.000 € umgerechnet ungefähr Umsatz machen, die Steuer gar nicht bezahlen müssen. Das heißt aber nun nicht, dass die keine Steuererklärung einreichen müssen. Ja, die müssen eine komplette Steuererklärung einreichen, müssen komplette Buchhaltung machen, müssen alles genau berechnen, müssen auch die Steuer berechnen und dann erhalten sie danach einen Steuerbescheid, wo drin steht, okay, es wird keine Steuer fällig. Ja, auch hier ein Modell, was natürlich relativ unangenehm ist. Da sind natürlich so Gesellschaften wie zum Beispiel die US LLC viel besser. Auch hier ist dann eine Gesellschaft, die dann steuerfrei ist. Die Buchhaltungsanforderungen sind aber absolut minimal, ja, die dort in den USA für One-Member-LLCs gefordert werden. Mir ist klar, die US-LLC funktioniert nicht immer und manchmal ist die Dubai-Gesellschaft natürlich besser. Also keine Frage, wie gesagt, da muss man natürlich genau darauf achten. Aber es ist wichtig, dass du diese Dinge im Hinterkopf hast. Ja. Steuergünstig heißt eben nicht gleich steuergünstig, sondern vielfach ist viel Aufwand von dir erfordert, diese Steuervorteile in Anspruch zu nehmen. Und man muss sich sehr genau überlegen, ob man das hier riskieren möchte, ob man zum einen hier den Steuerbehörden eine Bandbreite bieten möchte und ob man nicht lieber in ein Land geht und in einem Land eine Firma gründet, wo im Grunde genommen die Anforderungen dessen, was du dort an die Steuerbehörden berichten musst, sehr gering sind. Wenn der Umzug ins Ausland aus steuerlichen Gründen oder die Firmengründung im Ausland auch für dich ein Thema ist, dann würde ich dich einladen, hier ein Beratungsgespräch zu buchen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen und ihre Steuern zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, mit dir bald zu sprechen und auch dich zu unserer Mandantschaft zu zählen. Danke und alles Gute. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.